Ja, und somit ein herzliches Willkommen zu Noire, hier beim Autohaus, ja, hier beim Speicherpunkt. Ich bring's euch von da noch einmal, weil er ja Don't tell me, let me guess. so You cool were drauf making ist, your hier der way past the Autoverkäufer. lot, caught sight of the new model four-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. Der Grinser ist einfach LAPD, sensationell. Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, Sportsfreund. William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Machen wir. Ja, und mit diesem Schlüssel schraubt man im Normalfall auch keine Schrauben runter. Also bei mir beim Auto geht das nicht, weil die Schrauben nach innen versetzt sind und da kommt man gar nicht ran. Ich weiß nicht, ob damals die Schrauben so rausgestanden sind, dann könnte das funktioniert haben. Mind if we look around? Be my guest. Bei meinem Auto geht das nicht. So, hier sieht man es leider auch nicht, weil die Zierkappen, glaube ich, drauf sind, ja. Aber vielleicht haben die Schrauben damals ein bisschen so rausgestanden und es hat trotzdem funktioniert. Aber ist ja auch egal, das ist ja nur, ist mir das so nebenbei aufgefallen. Also bei mir, meine Reifen könnte man so nicht stellen mit dem Schlüssel hier. Da braucht man schon eine Aufstecknuss. So, ja, und noch was, habe ich jetzt das gleiche Outfit eigentlich an? Ich weiß gar nicht, ich muss das Spiel noch einmal bis hierher spielen, ich muss noch einmal installieren. Weil ich... Aha, können wir jetzt gar nicht. Ich konnte mich bei dem Social Club nicht anmelden. Jetzt hat es aber Gott sei Dank funktioniert, musste es aber komplett noch einmal neu aktivieren und ich habe so gut wie möglich nochmal nachgespielt. Ging ja relativ flott. Nur für euch als Info, falls ihr irgendwo bei der Statistik oder irgendwo euch was auffällt, was vielleicht um 1-2 Punkte irgendwas anders ist vielleicht, nur als grob als Info für euch jetzt, für mich jetzt auch, also für mich nicht für euch, dass ich noch einmal hier bisher noch einmal gespielt habe und das aber relativ... Ja, eins ist mir passiert, ich habe die erste Zeitung nicht gefunden leider. Ja. Schade, jetzt muss ich nochmal schauen, man kann auch diese Polizei Rüstung, glaube ich, also die Polizeirüstung, die normale Polizeioutfit, glaube ich, irgendwie freischalten. Muss ich noch schauen, wie das geht, das wäre auch ganz witzig irgendwie. Man passt zwar jetzt nicht, aber so als Gag-Outfit, jo. Der Haudegen, was haben wir da? Das ist, glaube ich, Meisterschütze, haben wir eh. Chicago Lightning, weiß nicht, ob das nicht ein DLC ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Der Kreuzritter, glaube ich schon. Aber es ist relativ dunkel, vor allem in dunklen Räumen. Aber ja, mal schauen, vielleicht passt. Der Braune ist ganz lässig. Ich bleibe mal hier beim Haudegen. Das würde ich sagen, ziehen wir vielleicht an, wenn wir dann schon ein bisschen weiter aufgestiegen sind. Der schaut ein bisschen edler aus. Oder auch der Kreuzritter vielleicht. Jetzt lassen wir uns mal das hier an. Das ist nicht so gut. Ja, wir schlagen her dazu und stecken wir ein. Das auch noch nebenbei ein guter Effekt. So. Jetzt schauen wir hier mal. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe Ja. a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Das Ding musst Why du don't you bei give us some meiner... alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. So. Der schaut relativ groß aus. Dreiviertel Zoll. Ja, bei uns ist das anders angegeben. Ich weiß gerade, ich weiß jetzt gar nicht auswendig die Zollangabe. Halber Zoll, wie viel das bei uns ist. Nee. Wo hält er nicht mehr hin? Wrong size. Ja. So, welche Farbe war das? Ich glaube, ein roter war es, oder? Der Dreiviertel Zoll wird sein. No. Ah, sorry, da unten. Ich glaube, ein roter war es, ja, aber es ist nur mal ein roter da. Zack, der Dreiviertel Zoll, ja. Das ist... Sollten eigentlich, ich glaube, es sind 17 oder 19 bei uns. Von der Größe her. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Ah, das ist von den... Ah, das ist gut gemacht. Ja, das sollten wir bei uns auch machen in der Werkstatt. Jeder hat seine eigene Farbe. Das ist natürlich geil. Und jetzt haben wir den Namen hier von ihm. Aber das kann ja hier auch gestohlen worden sein. Also von dem her... So, wir schauen uns mal um.
Der Hammer schaut jetzt irgendwie unspektakulär aus. Nothing significant. Ja, glaube ich auch. Ja, die Musik läuft noch. Ein Nummernschild. Aber ist das das, was wir suchen? I don't think so. Nö. Vielleicht ist das wird das Ding-Schild sein, das bei uns ist es das blaue, wo man so das Werkstätten-Kennzeichen, wo man dann eine Probefahrt machen kann oder so. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, das so ein rotes, ich weiß gar nicht. So ein Probekennzeichen. Ah, der Meißel hier nicht relevant. So, schauen wir uns noch das Auto näher an. Können wir mit dem Typen da unten reden? Ist das vielleicht gerade der? Da liegt noch eine Zündkerze und eine Spitzzange. Brauchen wir aber nicht. So, kann man da noch irgendwas... Zündkerze? Neben ihm und der merkt es gar nicht. Doesn't tell me anything. Ja, das glaube ich auch nicht. Können wir ihm noch hier ein bisschen irgendwo hingreifen? Was wir natürlich nicht wollen. Aber nur das Joke. Irgendwie rennt die Musik noch. Hä? Was haben wir denn vergessen? Das ist der Hammer. Ist da noch was? Was sagst du, Steven? I'm at a loss. We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Ja, das auf jeden Fall, aber... Ist es die Musik, wenn wir ihn noch interviewen müssen? Ah, da liegt noch eine Pfeile. Naja, ich will doch alles absuchen. So, Moment. Und? Ist da außen noch was? Nö. Das gibt's ja nicht. Die Benzinkanister vielleicht? Auch nicht. Hier die Reifen. Warum läuft die Musik noch? Aber wir haben doch alles durch. Das gibt's doch nicht. Ah, das ist immer so nervig. Ah! What? Ah! Hm. No good. We need diplomatic plates. Ja, genau. So, jetzt vielleicht? Ja, hier endlich! Da denke ich mir doch. Da war noch nicht alles. Jetzt haben wir das. So, wo ist der Typ? Dewey's Bros Autohaus. Müssen wir wieder zu ihm gehen. So, Kollege. Ja, kann ich dann auch in echt zu ihm gehen und ein Auto kaufen? Nein, oder? Wenn ich mit meinem Geld und so. If you don't mind, we have a few questions. So hört's aus. Schaut sich das Foto an da, oder? Der Grinser ist ja sensationell geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Jetzt grinst er gerade nicht. Okay, das ist mal so ein neutraler Blick. Aber der Grinser, der ist es nicht so echt, sag ich mal. Er ist geil. Er ist einfach geil. 46 ist er. Weil das ist der Typ, der das... Moment einmal, weil das... Kann ich mich erinnern, das haben wir da notiert, hat das Auto als gestohlen gemeldet. Ja, ja. Fehlt in der Werkstatt. Haben wir jetzt... Moment einmal. Verlassenes Fahrzeug zugelassen auf eigenen Konsulat. Okay. Fehlende Flagge, fehlendes Nummernschild. Von abgeschlossenem Fahrzeug entfernt. Fehlendes Rad. Rechtes Vorderrad bei verlassenem Fahrzeug. Alter Fahrzeuge an der Fahrt. Ja, okay. Wahrscheinlich ist das letzte, oder? Ah, in Time. Angaben zu männlichen Kontakten und Telefonnummern von William Dewey. Das ist im Prinzip
Prinzip könnte oder sollte das der Beweis sein, dass er ihn zumindest kennt, oder? Ja, genau. Boys, if you have nothing to do, Intime I have a Angaben. few cars you could wash. Genau, okay. How does Das 10 ist cents a unser... car sound? Genau. So, mein Freund. Packards Zack. are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know about this? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Okay. Gut, er zieht die Mundwinkel nach unten. Das ist natürlich jetzt bei jedem Typen irgendwie anders. Aber ja, wir haben ja den Beweis im Prinzip, dass er in seinem Notizbuch steht. Dann, wenn er die Dinge nach unten, der, aber er schaut so relativ neutral zwar, aber ich werde ihn trotzdem der Lüge bezichtigen. So, jetzt schauen wir mal hier auf Institution, ob wir jetzt die Community fragen können. Ja, jetzt bin ich endlich angemeldet. Gott sei Dank. Was steht da? Der behutsame Einsatz von Ihnen kann zu Durchbrüchen bei Befragung und Verhören führen. 68,8 der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie eine Institutionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Weitere Infos und Features findest du auf socialclub.rockstargames.com. Ja, brauchen wir aber nicht. Bei richtiger Antwort entfernen bin ich letztes Mal schon einmal eingefahren. Da hat er mir dann genau oben weggenommen und ja. Und dann bleibt immer, dann bleibt genau über Lüge und Anzweifeln. Und das bringt mir genau nichts. So, ich glaube Community-Fragen, das ist fast besser, aber ich glaube, die sollten dann bei der Antwort im Verhältnis schon... Eben, wir achten, da steht ja schon, 68% der Spieler wählen die richtige Antwort. Ach so, das ist insgesamt gemeint, glaube ich. Oder nicht bei der Antwort, oder? Ja gut, das, die werden wir vielleicht einmal doch brauchen. Ich habe zum Anfang gesagt, ich will es nicht einsetzen. Aber, ja, werden wir dann spontan entscheiden. Prinzipiell würde ich es nicht mögen, wäre so ein bisschen realistischer. Aber ist egal. So, jetzt mal die Lüge. Sorry. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Ja, jetzt schaut er schon ein bisschen... Genau. So, Freundchen. Und zwar... We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Etwas Kleingeld, na ist klar. Ist klar. Warum müsst ihr alle immer lügen? Das gibt's ja nicht. Da müsst ihr auch schon eine Strafe geben fürs Lügen, oder? So. Delgados Verbleib. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Ja, da haben wir jetzt im Prinzip keinen Beweis, aber er schaut genau wieder so wie bei der Lüge und deswegen werden wir das einmal anzweifeln. Wo Delgado ist, da habe ich ja auch im Prinzip keinen Hinweis. Schaut's wie er schaut. Schaut's bitte wie er schaut, ja. Okay, X. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay. Wir werden immer aggressiv, oder? Nach einer gewissen Zeit. 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Geil. Geil, muss ich mir gerade selber notieren. Delgado. Da ist mal ein Merk. Muss man da selber Notizen schreiben. Delgado. Mechaniker. So. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Moment noch einmal.
Wieder gestern haben wir Räder einen Park hat geschraubt. Mr. Dewey, einige Latinos haben Teile gestohlen. Wir hatten selbst schon genug Diebstähle hier. Es ist die Lage. Die diebischen Bastarde klauen einem sofort alles, sobald in den Rücken kehrt. Was war eigentlich meine Frage? Mit einem Schlüssel aus der Werkstatt wurden gestern Abend die Räder gestohlen. Mr. Dewey, einige Latinos haben Teile gestohlen. Verstehe ich nicht ganz. Der weiß doch sicher, der weiß doch mehr. Der weiß doch mehr, das wissen wir jetzt schon aus dem Gespräch, oder? Nein, das zweifeln wir jetzt an. Der weiß doch mehr, der Typ. Obwohl er relativ normal schaut. Dewey? Spill it. Ja, genau. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Okay, oh. Thank you for your help, Mr. Dewey. Geil. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Ja, genau. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Geil. So, können wir da nebenbei gleich ein Auto freischalten? Hoffentlich wird das nicht als Diebstahl gewertet. Nein, freigeschalten, passt. Whoa, hold your horses there. Step into my office, son. We'll sign some papers. Then that baby's yours. Kann ich da wirklich bei ihm jetzt drin ein Auto kaufen, oder wie? Kann ich mir auch eine Cola runterdrucken vielleicht, oder so? Ah, das ist nur... Deko. Ist das dasselbe? Okay, hier kommen wir nicht rein. Gut. Passt. Alles in Ordnung. Wir fahren weiter. Wahrscheinlich ist er eh das, oder? Das wird der Mechaniker sein. Naja, ist egal. Nein, er hat uns die Adresse gegeben. Naja, gut. So, jetzt schauen wir mal kurz ins Notizbuch. Angeschrieben Dewey Bros, Autodiebstahl verdächtigt. Genau. Besitzer des gestohlenen. Ja. Ja, passt. Den haben wir abgehakt. Den haben wir auch. Okay, alles klar. Orte. Delgados Wohnsitz. Da können wir noch immer hinfahren. Jetzt fahren wir mal in das zentrale Weg. Ich habe ja dann dem Ding gesagt, unseren Vorgesetzten, dass wir hinkommen. Deswegen fahren wir jetzt mal ins zentrale Revier, wie gesagt. You can drive. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Ich verstehe den Third Bahnhof. dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. In God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkie using color. Look what we have now. Reden Sie über 3D-Filme, geil. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. So, wo müssen wir jetzt hin? So ist gerade. Wo müssen wir hin?
Ah, sorry, jetzt habe ich gerade verschlafen. Protokoll. Hier lang. Shit. Ah, da ist er. Wo geht's hin? Ihm nach, ja, perfekt. Ah, Interview Room 2. Sehr schön, und schon wieder... About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Ja, ja. Ei. Halterliste des Bäckers. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Was? Ja, grundsätzlich passt das eigentlich. Deswegen ist auch ein bisschen komisch, aber irgendwie traue ich dem Typen nicht. Er schaut... Ja, puh. Ich weiß nicht, der erzählt uns ja nicht die Wahrheit, oder der Typ? So wie der vorher geredet hat, ich zweifle das mal an, beinhart. Obwohl er gesagt, ja, im Prinzip hat er das Richtige gesagt, aber wir zweifeln mal an. Ist Bought a egal. Packard, Valdez. A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. Oh. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Tell that to the Argentine taxpayers. Bestechung, okay. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Ja, da passt doch wieder was nicht, oder? Jetzt schaut er schon noch ein bisschen anzweifeln. Wir haben ja keine Beweise in dem You have a Sinne. pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you gonna tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. Verbindung zu Gabriel. Moment mal. Da ist er. Ist der drin stand in So dem tell us Buch? about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico, a presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Sie hatten Ärger mit ihm. Mann, der nicht weiß, welche Stellung er nimmt, entreißt sich, mir Fragen zu stellen. Ja, das Notizbuch, na ganz klar, Lüge.
You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Mhm. So, das bringen wir jetzt, oder? Der steht doch da drinnen. Danny, Ben, Miguel, Tristan, and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Aha. Gabriel, spill it. A beautiful Cole ist ganz but cool. impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. Let's nail this kid Delgado and wrap this thing up. So einer ist es auch, also hier einer von der Sorte. Mr. Konsul. Ja gut. Alles klar. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Alles klar. So, wir warten auf den nächsten Speicherstand. Hat er vorher gespeichert hier? Ich weiß gar nicht. So, wo geht's hin? Ja, jetzt fahren wir hier mal zu Delgado. Da werden wir wohl hoffentlich eh speichern. Steige ich hier mal jetzt wieder mal ein. Wie weit ist das weg? Ja, wahnsinnig, gleich um die Ecke wieder. Das ist so geil. Schau, dass wir nicht tanken müssen. Ah, jetzt speichert er. Okay. Alles klar, fahren wir trotzdem rüber, ist doch egal. Oh, holy shit, war das knapp. Warum sind hier eigentlich zwei Tunnel? Wenn da kommt uns einer entgegen. Ach so, da fährt die Bahn, okay, alles klar. Da kommt sie schon, okay, Straßenbahn, alles klar. Moment einmal, der ist irgendwo da oberhalb. Okay, wie kommen wir da rauf? Da oben. Ah, da drüben ist die Straße, oder? Das ist eigentlich ganz praktisch hier mit dem... Ah nein, hier kann man nur zu Fuß raufgehen. Okay, da fahren wir da vorne links. Okay, hier geht's nicht ganz rauf. Schade, dass ich da nicht... War da kein Blaulicht auf dem Auto? Das wird mir gefallen. Schade. Haben sie wahrscheinlich damals noch kein Blaulicht oben gehabt. Finde ich ein bisschen schade. Wenn das echt so war, okay. Nur die Sirene. So, wo ist denn der jetzt? Ist das hier? Müsste eigentlich hier sein, oder? Nee, ja, egal. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel. Ja komm, gehen wir da noch rein. Scheiß drauf. What the hell is this guy doing? That's the cop in the newspaper. Was ist? Hast du irgendwas zu sagen, oder? Come on, Cole, leave him alone. Er schumpft den gleich um. Geil. So, mal rauf hier. Where do you see a number 3 marked on that door? Naja. Gut, Freunde. Wir machen aber jetzt doch Schluss hier. Und schauen uns in Delgados Wohnsitz das nächste Mal um. Wir haben schon wieder ein halbes Stündchen hier am Laufen. Ja, wenn es lieber... Ja, aber ich glaube auf 2 Barts aktuell
L könnte man es eventuell einen Fall jetzt gerade noch eigentlich schon hinkriegen. Aber ich weiß nicht, theoretisch müsste das ja ziemlich die letzte Station jetzt sein, oder? Ja, ein bisschen wird schon noch gehen. Wir müssen ja wahrscheinlich noch irgendwas vielleicht jetzt hier noch untersuchen. Ja, ich glaube ein bisschen geht schon noch. Nein. Genau, ich würde sagen, das lassen wir mal fürs Erste. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen wieder und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder, wenn wir Delgados Wohnsitz mal hier ja, unter die Lupe nehmen. Und mal schauen, ob der zu Hause ist vielleicht oder wie auch immer und ob der da die Flagge und die Sachen vielleicht hat. What are we waiting for? Ja, auf Speichern und aufs Badende. Steven. Oder heißt du Steven überhaupt? Moment. Stefan Bokowski. Genau, Steven. Gut, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.